Hallo und herzlich willkommen zu magischen Momenten mit bemerkenswerten Menschen. Mein Name ist Britta Dahlberg und unser heutiger Gast, das ist Ann Treherne aus Edinburgh. Hallo Ann und Christiane Becht, Übersetzerin. Hallo Britta. Hallo. Ja, wir wollen heute mehr von Ann rausfinden, nämlich sie verfügt über übersinnliche Fähigkeiten. Sie ist ein bekanntes Medium aus Edinburgh und Vorsitzende des berühmten Arthur Conan Doyle Centers, benannt nach dem berühmten Autor des legendären Sherlock Holmes. Und in diesem Institut gehen die weltbesten Medien ein und aus. Es gibt jede Menge Forschungsarbeiten, die dort auch betrieben werden. Und dazu wollen wir heute von Ann noch mehr wissen. Ann, wir wollen heute von dir gerne hören, nachdem wir mehr über deinen Lebenslauf erfahren haben, welche Fähigkeiten du noch ausgearbeitet hast. Wie hast du trainiert? Wo hast du noch gelernt? Wie hast du diese Fähigkeiten weiter ausgebildet? So, Anne, after we heard quite a bit about your walk of life and how you got to be a medium in the first place, we'd love to know a little more today about what the particular skills are that you are bringing and how you develop those. What kind of courses or trainings did you do and how did that came about for you? Okay, well, the first thing I would mention is that I met Gordon Smith at Professor Archie Roy's organization. That was 20 years ago. Das Erste, was ich da erwähnen möchte, ist, dass ich in der Tat Gordon Smith getroffen habe, vor 20 Jahren schon, und das war in dem Arthur Roy's Institut in Edinburgh. So Professor Archie Roy was conducting experiments into mediumship. Und Professor Arthur Roy, der hat Experimente durchgeführt im Bereich Medialität. And he was testing whether mediums gave just general information that anyone could accept or whether it was specific enough just for the individual, therefore it was more accurate. Und der hat Tests durchgeführt, ob ein Medium Informationen gibt, die recht allgemein sind, wo viele etwas mit anfangen können, oder ob es wirklich speziell und spezifisch ist, dass nur ein Individuum die wiedererkennen kann. So when I first met Gordon, he was being tested as a medium by Professor Archie Roy. Als ich den Gordon zum ersten Mal getroffen habe, war das in der Tat, während der Gordon getestet wurde von Professor Arthur Roy in diesem Institut. And I can tell you his results are exceptional. He's one of the most accurate mediums that I know. And I know many. Ich kann das sagen, also bestätigen, der Gordon ist wirklich fantastisch ausgezeichnet. Seine Ergebnisse waren ganz, ganz oben. Er ist wirklich eines der akkuratesten Medien und ich kenne in der Tat viele. So my background comes from the investigative, analytical point of view. I always want to know how things work. Und mein Hintergrund ist ja der forschende Hintergrund, der forschende Teil in mir und der Analytiker in mir, weil ich immer herausfinden möchte, wie die Dinge funktionieren. So just like I mentioned before, I was getting premonitions and I wondered why that should be and what are you supposed to do with that? Genauso wie das zuvor so war, dass ich ja Vorhersehungen hatte und ich wissen wollte, warum passiert das und was soll ich dann damit machen? So equally, when you're dealing with mediumship, which I developed over the forthcoming years, I want to know how that works. Und genauso war das für mich mit der Medialität, die ich ja dann in den kommenden Jahren entwickelt habe. Da wollte ich auch wissen, wie funktioniert das? And that really led me towards the aura camera and analyzing energy through looking at it through the camera. Das hat mich dann zu der Aurakamera gebracht und Energie zu analysieren, indem man sie durch die Aurakamera betrachtet. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie machst du das? How can I imagine that? How are you doing that?
Well, the camera that I have it's not really the camera that's the important part. It's the software that analyzes the light emissions that the camera picks up. Die Kamera, die ich habe, da ist das so, dass nicht wirklich die Kamera der wesentliche Teil ist, sondern die Software, die dahinter steht, die die Lichtemissionen analysiert, die die Kamera aufnimmt. So the scientists will tell us that we all generate electromagnetic fields around us. Die Wissenschaftler sagen uns ja, dass wir alle ein elektromagnetisches Feld um uns herum ausstrahlen. So we already know that every living thing does that, but the camera is able to pick up these photons of light. Und das wissen wir schon, dass jedes Lebewesen so ein Energiefeld ausstrahlt. Und die Kamera ist jetzt in der Lage, diese Elektrophotonen aufzuzeichnen, diese Lichtemissionen. Sind die farbig oder ist das schwarz-weiß? Is there color or is it black or white? Yes, it's color. And you've probably already seen aura photographs being taken, which are still photographs, and there's color around the person. Ja, das ist in der Tat farbig und vielleicht habt ihr auch schon mal Fotografien gesehen von Aura, die eher statisch sind und da sind so Farben um eine Person herum. But I wanted a camera so that I could experiment in a way. I wanted to see the energy moving and changing. Ich wollte aber eine Kamera, mit der ich noch mehr erforschen kann, sodass ich wirklich auch die Energie sehen kann, vor allem wie sie sich bewegt und verändert. So I have already experimented and will be experimenting at the workshop with watching the energy when different practices are taking place. Und damit habe ich schon experimentiert und das werde ich auch in dem Workshop machen, dass wir mit der Kamera beobachten, was mit Energien passiert während verschiedener Arten von Übungen. So for example, when healing takes place, you can see the change in the energy, and equally when mediumship takes place, the change should be seen in the energy as that's happening live. Also zum Beispiel, wenn Heilung gegeben wird, dann kannst du den Unterschied in der Energie dann sehen über die Kamera. Genauso, wenn Medialität betrieben wird, wenn jemand als Medium arbeitet und das kann man dann live beobachten, wie sich die Energie verändert. So that was my main aim with the camera, was actually analyzing the energy as it moves, as things happen in the room, whether it's trance mediumship, mental mediumship, healing, meditation. These should all be seen as changes in the aura, in the colors and the frequency. Und das war mein Ziel, genau das zu erforschen und zu studieren. Wie bewegt sich, wie verändert sich Energie, wenn solche Art Übungen oder Fähigkeiten ausgeübt werden? Egal, ob das die Trance-Medialität ist oder mentale Medialität oder Heilung oder Meditation und da zu beobachten, was energetisch vor sich geht. So these are some of the exercises and experiences that you're going to see in the workshop. And you're going to see it live. Und das sind ein paar von den Übungen, aber auch Experimenten, die ihr dann im Workshop verfolgen könnt, und zwar live. Super, also das klingt wirklich fantastisch. Ich habe gelesen eben, dass du mit uns bestimmte Übungen machen wirst, die die Seelenkraft aufbauen und die subtilen Energien stärken, die unsere Lebenskraft bilden. Stimmt das? So that sounds super. That sounds really fantastic. And another question I'd like to ask is that you're saying you're also building the soul energy or soul power, and that you are also offering exercises that help recharging those energies that carry those forces or strength. Absolutely, and the camera almost shows the evidence of that happening. So as you're building the power and building the energy, the camera should show that actually happening as it takes place. Ja, so it ganz gives, genau.
Und es ist sogar so, dass du das über die Kamera sogar verfolgen kannst, dass die Kamera dir das aufzeigt. Während man die Übung macht und diese Energie aufbaut, kann man beobachten, wie sich das Energiebild verändert über die Kamera. Ich glaube, wenn wir das mal erleben, dann wollen wir dich nicht wieder abreisen lassen aus Frankfurt. Dann machen wir hier das nächste Arthur Conan Doyle Institut auf und dann kommen wir alle zum Unterricht. I think when we once had the opportunity to experience that with you, I don't think we want to let you travel home again. We would much rather have you open the next Arthur Conan Doyle Institute right here in Frankfurt and we all come study with you. Well, I'm sure that can be arranged. Ich bin mir sicher, das können wir auch arrangieren. Either that or you come to Edinburgh. Also entweder das oder ihr kommt nach Edinburgh. Fantastisch. Also es macht jedenfalls total Spaß, mit dir darüber jetzt schon zu reden und neugierig. Das wollen wir also natürlich ausprobieren. Ich kann nur dazu raten, sich jetzt rasch anzumelden, denn wenn man diesen Film gesehen hat heute, glaube ich, da geht der Run los und alle wollen sich noch einen Platz reservieren. In diesem Sinne, schaut mal, hier ist die Anmeldung unter dem Bild und das Datum ist der 15. bis 17. Dezember hier in Frankfurt mit Ann und dem berühmten Gordon Smith, von dem Ann schon geschwärmt hat und der ja auch hier beim Frankfurter Ring schon häufig zu Gast war. Wir freuen uns total auf die beiden, dass sie wieder zu uns kommen und diesmal mit einem ganz neuen Thema und dann auch noch im Duo dann zusammen den Unterricht leiten werden. Ann, noch eine letzte Frage. Am Erlebnisabend ist ja Gordon immer dabei, kann man das erfahren, wie präzise seine Durchsagen sind. Wirst du auch so eine Arbeit demonstrieren oder ist das mehr nur Gordons Spezialität? So, one last question to you, Ann. At that demonstration on Friday evening, it's typically Gordon giving these wonderfully accurate messages, demonstrating mediumship. Are you also going to give messages and demonstrate mediumship, or is that rather going to be Gordon? No, I think I'll leave that to Gordon. He is the expert in platform mediumship. I am going to talk a little bit about the camera and what I do and how I experiment with Gordon and what's going to happen at the workshop. But other than that, Gordon is by far the expert in platform mediumship. So I'll hand over to the expert for that. Also das überlasse ich doch lieber dem Gordon, der ist der absolute Experte in dem Bereich von Medialität auf der Bühne, Durchsagen zu geben. Ich möchte an dem Abend ein bisschen was erzählen über das, was ich mit der Aura-Kamera mache und was ich in meinen Forschungen da gefunden habe, etwas davon vermitteln und natürlich ein bisschen was erzählen zu dem, was wir dann im Workshop machen wollen. Und das mit den Durchsagen überlasse ich dem absoluten Experte auf dem Feld und das macht der Gordon. Ja, vielen Dank für dieses nette Gespräch mit euch zweien und ich freue mich jetzt schon riesig, euch bald hier in Frankfurt live zu begrüßen und alle unsere Gäste natürlich, die dazu kommen, herzlich einladen. Bitte kommt, das ist ein Erlebnis, das wird es nicht so bald wieder geben. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Zuhören und bis dann. Salut, tschüss, bye bye. Thank you, bye bye. Bye. Bye.